Ihr habt oft danach gefragt und jetzt ist es endlich soweit. Die CDU steht uns heute Rede und Antwort. Einen wunderschönen guten Tag, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch wie immer natürlich gut soweit. Ihr kennt das Format. Ich stelle euch hier die Wahlprogramme der unterschiedlichen Parteien vor. Und wie gesagt, heute ist dann auch endlich mal die CDU dran. Es war nicht ganz so einfach, jemanden zu bekommen, aber ich habe auch hier wieder einen Vertreter bzw. eine Vertreterin der Partei bekommen, mit der ich gleich telefonieren werde. Und meine Gesprächspartnerin wird die Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, sein. Und auch sie muss mir genau wie alle anderen Vertreter der unterschiedlichen Parteien zu den folgenden 7 Kategorien Rede und Antwort stehen: Bildung, Familie, Gesundheitswesen, Digitalpolitik, Flüchtlingspolitik, innere Sicherheit und auch zu guter Letzt der Natur- und Umweltschutz. Ich bin jetzt verbunden mit Frau Klöckner. Erstmal einen wunderschönen guten Tag und Dankeschön, dass Sie mit dabei sind. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein mit der allerersten Kategorie und das ist die innere Sicherheit. Was sind denn da die Pläne der CDU? Zusätzliche Polizisten für die Sicherheit vor Ort, in Zügen, auf Bahnhöfen. Da werden wir die Zahl der Polizisten in Bund und Ländern nochmal um 15.000 erhöhen. An wichtigen Gefahrenstellen werden wir mehr Videoüberwachung haben, aber unter Beachtung des Datenschutzes. Wir wollen aber auch ein Musterpolizeigesetz, damit es keine Sicherheitslücken bei einem Wechsel ins andere Bundesland gibt. Wir werden ein Terrorismusabwehrzentrum ausbauen. Wir werden es mit den Ländern so weiterentwickeln, dass man dort auch verbindliche gemeinsame Maßnahmen hat und es keine Lücken gibt in den Ländern. Und um unser Land noch besser gegen Cyberangriffe zu schützen, investieren wir in Technik und stellen auch ausreichend Fachleute ein und dann noch mehr Personal und bessere Ausstattung für unsere Bundeswehr. Gehen wir direkt weiter zum Natur- und Umweltschutz. Wie sieht es denn da aus? Zum Beispiel 15.000 neue Stromtankstellen einrichten. Dann wird ein Umweltbonus bei der Kfz-Steuer geben. Das heißt, die Käufer von Elektroautos werden für 10 Jahre von der Kfz-Steuer befreit. Saubere Energie, die muss natürlich nicht nur sauber, sondern bezahlbar auch bleiben und die Energie muss sicher sein und wir brauchen auch neue Regeln bei der Einspeisevergütung. Ganz wichtig für Natur- und Umweltschutz ist, dass wir nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als wir haben. Das nächste Thema auch sehr wichtig, das Gesundheitswesen. Wir wollen auch eine bessere Krankenversorgung auf dem Land. Das heißt, dass wir eine bessere medizinische Versorgung in unterversorgten Gebieten haben. Wir werden Landarztpraxen fördern. Krankenhausstruktur muss verbessert werden. Wir brauchen mehr Investitionen, damit die Krankenhäuser auch in die Zukunft gehen können. Und ganz wichtig wird sein, eine punktgenaue Hilfe in der Pflege. Wir brauchen Geld für eine gute Pflege, aber wir müssen auch die pflegenden Angehörigen entlasten. Das heißt, dass wir ein höheres Schonvermögen brauchen für die Angehörigen und dass wir vorsorgen müssen, also für die kommende Generation, dass sie auch gepflegt werden kann. Mehr Personal brauchen wir dort, also auch eine Ausbildung für Pfleger, dass dieser Bereich, der Dienst am Menschen, auch mindestens so bezahlt wird wie der Dienst am Blech oder beim Autobau. Auf zur nächsten Kategorie, der Familie. Was schwebt denn da so der CDU vor? Eltern weiter entlasten, Kindergeld erhöhen um 25 € pro Monat und auch den Kinderfreibetrag auf Erwachsenenbetrag anheben. Wir brauchen eine bedarfsgerechte Betreuung. Also wenn Kinder in der Kita sind, da geht das mit Beruf und Familie, aber wenn sie in die Grundschule kommen, wird es schwierig. Also wollen wir einen Rechtsanspruch auf Betreuung im Grundschulalter. Schwierig ist es für junge Familien heute, Wohneigentum sich auch zu leisten. Deshalb wollen wir bei der Grunderwerbsteuer eine Vergünstigung und wir wollen vor allen Dingen pro Kind ein Baukindergeld. 1.200 € pro Kind und pro Jahr. Also Familien müssen nicht arbeitsmarktgerechter werden, sondern der Arbeitsmarkt familiengerechter. Das nächste Thema ist für viele junge Menschen auch sehr wichtig, die Bildung. Wie sieht es denn da aus? Als Christdemokraten wollen wir, dass die Studentenzahlen auch unterlegt sind mit entsprechenden Finanzierungsmitteln, damit die Universitäten nicht überlastet sind. Wir brauchen einen Qualitätspakt Lehre, individuelle Maßnahmen, bessere Personalausstattung und da werden wir vom Bund über 2 Milliarden € haben wir vor, dann zur Verfügung zu stellen. Nachwuchsprofessoren sind wichtig, die auch ein bisschen verlässlichere Arbeitsbedingungen haben. Mit Blick auf die innovativen Hochschulen werden wir Forschung und Entwicklung vorantreiben mit über 1,5 Milliarde € und wir sind der Meinung, dass der Bund auch sanierungsbedürftige Schulen auch mit sanieren kann, dass er den Digitalpakt mit den Schulen eingeht, dass man nicht nur über Digitalisierung spricht, sondern auch die Schulen und die Schüler entsprechend ausstattet. Als vorletztes Thema kommen wir nun zur Digitalpolitik. Welche Vorhaben hat denn da die CDU? Also wir müssen zur Gigabyte-Gesellschaft kommen. Bis 2025 werden wir den flächendeckenden
flächendeckenden Ausbau von modernstem Glasfasernetz verwirklichen. Und Deutschland und Europa, wir müssen Vorreiter für den neuen 5G-Mobilfunk übrigens auch werden. Schauen wir auf die Bürger. Da wollen wir ein elektronisches Bürgerportal. Es gibt so viele Behördengänge, die kann man auch und könnte man auch elektronisch machen. Und das entlastet dann die Bürger. Angela Merkel hat vor, im Bundeskanzleramt einen Staatsminister für Digitalpolitik einzusetzen. Also der digitale Wandel, der schafft neue Arbeitsplätze, auch neue Arbeitszeitmodelle durch Homeoffice und auch mobiles Arbeiten, und da wollen wir eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf erreichen. Und als letztes die Flüchtlingspolitik, Frau Klöckner, ein heiß diskutiertes Thema. Was sagt denn da die CDU zu? Wer wirklich verfolgt ist und Hilfe braucht, für den müssen wir da sein, aber das heißt nicht umgekehrt, dass wir naiv sind, sondern wir müssen auch die zurückschicken, die hier kein Bleiberecht haben. Und wer bei uns leben will und bleiben darf laut Gesetz, der muss unsere Werte, unsere Art zu leben und unsere Kultur auch achten und nach unseren Gesetzen leben. Wer das nicht tut, muss wissen, dass es Leistungskürzungen gibt und dass es dann auch Auswirkungen auf sein Bleiberecht hat. Also Pflicht zur Integration, das ist Gesetz geworden, das wollen wir auch weiterentwickeln. Bleiberecht zum Abschluss der Ausbildung, das wäre gut, ist ein schöner Anreiz. Also wer wirklich sich ausbilden lässt, der weiß auch, dass er erstmal bleiben kann. Und wir brauchen einen erleichterten Zugang auch zum Arbeitsmarkt. Nur wer teilhaben kann, der verbringt seine Zeit auch sinnvoll und wird auch Teil unserer Gesellschaft. Das waren also die Antworten von Julia Klöckner auf die 7 Kategorien, und ich fasse das jetzt nochmal ganz kurz zusammen. Die CDU will zum einen mehr Videoüberwachung und will aber auch mehr Personal in der Polizei sehen und will außerdem mehr finanzielle Mittel in die innere Sicherheit stecken. Außerdem will man keine Kfz-Steuer mehr für Menschen, die beispielsweise ein E-Auto kaufen, und man kann einfach nicht mehr Ressourcen verwenden, als man hat. Man will außerdem eine bessere medizinische Versorgung auf dem Land und mehr finanzielle Mittel in den Pflegebereich stecken. Und zudem will man bis 2025 flächendeckend ein Glasfasernetz ausgebaut haben. Zudem ist Integration auch Gesetz und soll auch weiter ausgebaut werden. Und wer beispielsweise als Flüchtling eine Ausbildung bekommen hat, der soll auch hier in Deutschland bleiben dürfen. Ja, das war also die CDU. Das heißt, jetzt kommen noch 2 große Parteien, und zwar die SPD und auch die AfD. Von der einen Partei, der SPD, habe ich bereits eine Zusage, also kein Problem. Bei der AfD stellt sich das nach wie vor etwas schwierig dar. Da habe ich leider noch keine Zusage eines Vertreters. Ich bin weiter dran. Wenn das nicht klappt, dann werde ich das einfach übernehmen, genau wie bei dem Video mit den kleinen Parteien. Dann erkläre ich euch das, dann kämpfe ich mich durch das Wahlprogramm der AfD und trage euch die wichtigsten Sachen zu den 7 Kategorien zusammen. Lasst dem Video auf jeden Fall ein Like da, wenn es euch gefallen hat, und sagt mir mal, was ihr von den ganzen Argumenten der CDU haltet, unten in den Kommentaren. Für mehr Videos zur Bundestagswahl schaut einfach hier vorbei und abonniert auch gerne meinen Kanal. Ich würde mich sehr darüber freuen. Wir sehen uns dann also beim nächsten Video wieder. Bis dann, euer Marvin, und bis dann. Ciao.